In diesem Video erkläre ich dir, warum sich so viele unserer Mandanten für Sansibar entscheiden als eines ihrer Plan B Konzeptländer und wie der Workshop vor Ort in Sansibar abläuft, den wir ja 2 bis 3-mal pro Jahr durchführen, und du bist herzlich eingeladen. Afrika als Plan B. Für die meisten ist es kein Gedanke, der spontan kommt. Viele kennen Marokko, Tunesien, Ägypten, so die typischen Urlaubsländer. Aber dass in Afrika ernsthafte Plan B-Länder, ernsthaftes Potenzial für dein Plan B-Konzept schlummert, das ist den wenigsten klar. Und bei mir war das ehrlich gesagt genauso. Jahrelang habe ich Afrika oder afrikanische Länder eigentlich in der Beratung für Auswanderer kaum erwähnt und oder für zweite Staatsbürgerschaften. Bis mir dann jemand gesagt hat, warst du eigentlich schon mal in Sansibar? Und nein, war ich nicht. Dann fiel mir aber ein, Sansibar war ja in der Corona-Zeit, also Tansania, schon so eine spezielle Hochburg. Dort gab es mehr Reisefreiheit. Einiges war unkomplizierter und einige sind ja übrigens bis heute, auch der bekannten YouTuber, bis heute in Tansania oder Sansibar geblieben. Vielleicht treffen wir sogar einen, wenn du mal zu einem unserer Plan B Reisen mitkommst. Also da gab es keine endlosen Lockdowns und kein Chaos. Wie gesagt, das hat dann mich neugierig gemacht. Und heute übrigens ist Sansibar auch eins von den 3 Ländern in meiner eigenen Plan B Strategie. Heute lade ich dich jedenfalls mal ein, dir selbst ein Bild zu machen. Nicht als Tourist, als jemand, der ernsthaft prüft, ob das sein Plan B sein könnte in Sansibar. Aber erst zeige ich dir noch kurz, wie wir in der Beratung generell vorgehen. Also damit du verstehst, warum Sansibar für viele unserer Mandanten viele der Kriterien, die man so stellt, erfüllt. Wir haben ja insgesamt 14 Kriterien übrigens, also 5 Fragen und 14 Kriterien, mit denen wir gemeinsam in Plan B Beratungsgesprächen herausfinden, welches Land zu dir passen könnte. Und es passiert dann immer wieder, dass halt afrikanische Länder auftauchen und man klickt die so weg und sagt, kann eigentlich gar nicht sein, dass so ein afrikanisches Land so ideal zu mir passen würde. Und übrigens mehr zu den 5 W-Fragen und den 14 Matrix-Kriterien sozusagen, mit denen du dein ideales Land rausfinden könntest im E-Book oder auch in der Masterclass, in der Plan B Masterclass, die wir jetzt ja am 1.5. starten, aber da gibt's schon ein Video dazu, so einige Lektionen, da lassen wir einiges durchblicken schon in den nächsten Wochen und Tagen. 14 Bewertungskriterien für ein Plan B-Land. Ich nenne sie jetzt mal alle ganz kurz, wie gesagt, ausführlich in 14 Lektionen in der Plan B Masterclass und heb mal 3 ganz besonders hervor, die eben dazu führen, dass viele für mich, aber auch für viele unserer Mandanten Sansibar, Schrägstrich Tansania, einer der Favoriten wurde. Also die 5 W-Fragen kennst du vielleicht aus dem E-Book. Wenn nicht, blenden wir einen Link ein oder einen Barcode, dann kannst du das mal runterladen. In der Regel fängt man ja so an, ne? Warum willst du eigentlich einen Plan B umsetzen? Wann willst du ihn umsetzen? Also willst du erst in 2, 3 Jahren oder im Notfall auswandern oder vielleicht schon früher? Wer kommt mit? Also die Kinder, schulpflichtig, die Eltern, Großeltern vielleicht, oder gibt es jemanden, der bestimmte Medikamente, Medizin braucht, oder vielleicht jemand, der schwerbehindert ist beispielsweise. Wohin möchtest du gern oder wohin möchtest du auf gar keinen Fall? Das ist die 4. Frage. Und die 5. Frage, wie viel kannst oder willst du investieren? Ne? Warum? Wann? Wer? Wohin? Wie viel? Das sind die 5 W-Fragen. Und dann gibt's eben 14 Selektionskriterien. Hier der Schnellüberblick. Es gibt ein ausführliches Video noch dazu. Das blenden wir hier mit ein. Also das erste ist, sind die Visa oder also die permanenten Visabedingungen, Aufenthaltsstatus? Das zweite, wie ist das Steuersystem? Drittens, wie sind die Lebenskosten und Lebensqualität? Viertens, wie ist es mit Remote Work, Internet, Zeitzone? Dann 5. Generell, wie ist es im Immobilienmarkt? Also zu welchem Preis kann man was kaufen oder mieten und in welchem Zustand? Qualität und Standards sind eigentlich dort Wohnunterkünfte. 6. das Rechtssystem. Tumsschutz, vielleicht auch generell vom Rechtssystem her, wenn mir was passiert, wie ist es Sicherheit, wenn es mal einen Unfall gibt und so weiter und so fort, Krankenversicherung, das spielt alles da noch mit einer Rolle. 7. Bankkonten, Finanzzugang, also auch das Thema Kryptowährung zum Beispiel, das ist dann aber eigentlich noch der Grund oder Kriterium Nummer 13. Dann 8. Bauqualität und Infrastruktur, ganz speziell, wenn du investieren willst.
Neuntens, Nachhaltigkeit und Umwelt ist für viele interessant. Zehntens, wie gesagt, medizinische Versorgung an sich. Gibt es da Ärzte? Welche Sprache sprechen die Ärzte? Und akzeptieren die meine Krankenversicherung beispielsweise? Wie teuer wäre das? Kriterium Nummer 11, Krisensicherheit, geopolitische Neutralität. Also ist es zum Beispiel weit weg von jeder Konfliktzone. Das wäre vielleicht noch interessant. Dann 12. Wirtschaftswachstum und Stabilität im Land. Also geht es eher nach unten oder nach oben in dem Land. 13. generell, nicht für alle interessant, aber doch für immer mehr Kryptofreundlichkeit. Und 14. eben die Community- und Sozialstruktur vor Ort. Das sind 14 Gründe, nicht Gründe, sondern Bewertungskriterien, die dir helfen, passende Länder zu identifizieren. Also einfach aus einer Auswahl von vielleicht 50, 60 Ländern 2, 3, 4, 5 dann noch übrig zu haben. Und dann mit der Familie vielleicht weiter in die Tiefe zu gehen oder eben mehrere Länder, 1, 2, 3 in dein Plan-B-Konzept einzubauen. Jetzt mal 3 Highlights für Sansibar, weil in dem Video geht es ja in erster Linie, warum so viele unserer Plan-B-Interessenten Sansibar, Tansania in ihr Konzept integriert haben. Ich selbst auch. Kriterium 1. Visa und Aufenthaltsstatus. Sansibar bietet aus meiner Sicht eines der zugänglichsten Wohnrechtprogramme weltweit. Also mit einer Investition in ein Apartment oder ein kleines Häuschen ab 100.000 US-Dollar, das sind eben nur ungefähr 80.000 Euro zurzeit, bekommst du ein lebenslanges Aufenthaltsrecht für dich und für deine Familie. Kein bürokratisches Labyrinth, ganz klare Regeln. Und wer noch nicht investieren will, ab 55 gibt's auch ein Rentnervisum oder ein Rentista-Visum, wie auch immer man das nennen will. Also $1.500 Rente pro Monat. Wenn du keine Rente hast, sondern andere Einkommensarten, dann können wir dich beraten, wie du das trotzdem in Tansania für dich umsetzen könntest. Aber damit haben wir schon mal einen Ankerpunkt und in Verbindung damit eben auch, also klar, 80.000 Euro zu investieren in Afrika. Wir haben eben dort das Fumba-Town-Projekt, was wir uns anschauen, eben ein Projekt, das von deutschen Architekten und Bauspezialisten, sogar der deutschen Baufirma Volkshaus vor Ort umgesetzt wird und damit man vielleicht schon einen etwas besseren Investitionsschutz hat. So, also das war jetzt Kriterium 1 und kommen wir mal zum nächsten Kriterium. Das wäre Lebenskosten und Lebensqualität. Also das Leben in Sansibar kostet etwa 67% weniger als in Deutschland. Ein Berliner Lebensstil vielleicht für 4.000 Euro für eine Familie pro Monat. Da bezahlst du in Sansibar für den gleichen Lebensstandard vielleicht 1.300 Euro. Du hast deutsche Ärzte vor Ort, du hast internationale Schulen, die dort viel weniger kosten als in vielen anderen Ländern. Also wenn du Kinder auf eine internationale Schule schicken willst, dann wird es dort einfach weniger Geld kosten. Du hast frische Meeresluft, statt Stadtlärm und alles, was man eben an einem der schönsten Orte der Welt so erleben kann. Das nächste Kriterium ist eben Steuern und Remote Work. Also da würde ich gerne mal auf 3 Punkte eingehen, die für Remote Worker oder für Unternehmer, die einfach eben von ihrem Plan B aus arbeiten wollen, sehr entscheidend sind. Das erste ist die Zeitzone. Das ist für mich zum Beispiel auch sehr wichtig, weil wenn ich Beratungsgespräche mit dir zum Beispiel führe und ich würde jetzt nach Südamerika oder nach Asien auswandern, hätte dort mein Plan B-Ort, dann müsste ich nachts arbeiten, also ganz frühzeitig aufstehen oder vielleicht abends spät mit dir zu sprechen. Aber wenn du nach Tansania gehst, dann hast du nur 1 Stunde Zeitunterschied zu Deutschland und arbeitest eigentlich weiter wie bisher. Übrigens für mich auch immer wieder interessant, für viele andere Mandanten dort. Es ist, wenn du in der gleichen Zeitzone bleibst, weniger für deinen Körper eine physische Belastung, wenn du zum Beispiel häufig hin und her reist. Dann haben wir Internet und Strom, stabile Verbindung, also Strom-Backup ist vorhanden in Fumba Town, Internet ist gut. Bald wird auch Starlink verfügbar sein. Ich nutze es jetzt über Kenia, aber das geht halt nur 3 Monate, aber bald wird es auch direkt in Tansania verfügbar sein. Ansonsten ist Internet, was vor Ort aber da ist schon sehr, sehr gut. Dann Auslandseinkommen steuerfrei. Auch das ist ganz, ganz wichtig. Das territoriale Steuersystem besteuert eben nur lokal generiertes Einkommen, Dividenden, Pensionen, Business-Einkommen aus dem Ausland nicht besteuert. Und all das ist nicht Theorie, das ist Struktur. Wer das klug aufbaut, der spart eben dort erheblich. Aber ein Plan B muss man erleben, nicht nur lesen oder zuhören jetzt wie du. Deswegen machen wir eben den Workshop 2, 3, manchmal 4 Mal pro Jahr. Deswegen ganz kurz noch, was dich da eigentlich erwartet. Fumba Town.
Mittelpunkt steht Fumba Town, eine kleine Stadt, die von deutschen Ingenieuren geplant und gebaut wird. Menschen aus 70 Nationen, die leben und investieren hier jetzt schon. Familien, digitale Nomaden, vom Maurer bis zum Mediziner. Und es ist kein Urlaubsressort, das ist auch kein so gated Community-Leben. Das ist eine echte, lebendige Gemeinschaft. Übrigens auch 30% lokale Menschen, also Afrikaner, leben in Fumba Town. Und ich sag mal, von weniger vermögend bis vermögende Leute jeder Gesellschaftsschicht aus ganz, ganz vielen Nationen, das ist wirklich ein schöner Ort zum Leben. Und wen du da alles kennenlernst, wenn du hinkommst, das sind die Ingenieure, die Köpfe hinter dem Projekt, die Familie Dietzoll, die das Ganze initiiert hat, direkte Gespräche, echte Einblicke, Gespräche und Treffen mit Familien, mit Kindern, die bereits dort leben und ihre ehrlichen Erfahrungen mit dir teilen. Das Investment-Management-Team für alle, die nur vermieten wollen vielleicht, investieren wollen, auch das wirst du kennenlernen, die also deine Immobilie dann verwalten, pflegen, vermieten würden. Und Franco, ich kann sagen, ein Erlebnis vom Permaculture Design Institut oder Permaculture Design Company, der sorgt ja dafür, dass Fumba Town eine grüne Waldstadt wird, die ihre Bewohner künftig und teilweise jetzt schon mit Obst- und Nutzpflanzen versorgt. Und ich blende hier das Bild ein. Es ist wirklich so, kein Marketing, bla bla bla. Du steckst einen Besenstiel oder ein Stück Holz in die Erde und nach ein paar Wochen treibt es Blätter aus und kannst vielleicht im nächsten Jahr schon Obst davon essen. Es ist irre. Und du wirst vielleicht auch Anna kennenlernen, die plant ja dort eine Permaculture-Pferderanch direkt im Projekt am Standort. Unglaublich interessant. Und wenn du möchtest, auch das medizinische Versorgungsteam vor Ort. Wir haben da einen deutschen und einen griechischen Zahnarzt. Wir haben 3 Ärzte. Eine davon ist eine deutsche Ärztin. All das wird interessant. Das Programm 3 Tage, die vielleicht etwas verändern bei dir. Auch dann, wenn du dich gegen Fumba Town entscheidest, wirst du natürlich tolle Zeit mit anderen Plan B-Interessenten verbringen. Du wirst die Präsentation des Projekts erleben, du wirst alle Stadtteile besichtigen, alle Wohnungstypen, du wirst die PDC, also Permaculture Design Company sehen. Wir haben Barbecue am Pool, wir haben eine Bootsfahrt, wir schauen uns vielleicht, wenn ihr das wollt, auch die Altstadt an, das ist ja ein UNESCO-Kulturerbe und natürlich Pages Sol, ganz berühmt für den Puderzucker-Strand, Mittagessen am Strand, wir werden Höhlenschwimmen planen, eine Bootsfahrt in Sonnenuntergang. Wer möchte, kann dort schon seinen Plan B umsetzen und ein Bankkonto eröffnen bei der Absa Bank, all das und noch mehr. Und dein Lebenspartner kann natürlich auch, wenn er möchte, gern mitkommen, kostenlos, außer einen kleinen Anteil vielleicht für die zusätzliche Verpflegung. All das wäre schön, wenn wir dich da sehen würden. Also wenn du ernsthaft über den Plan B nachdenkst, nicht irgendwann, sondern jetzt, dann ist der Workshop der richtige nächste Schritt. Du siehst es mit deinen eigenen Augen, redest mit echten Menschen und kommst mit einem klaren Bild nach Hause. Ja oder nein. Schau dir hier die nächsten Reisetermine an, die wir einblenden. Link auch in der Beschreibung oder buch jetzt kostenlosen Erstgespräch mit Anna oder Corinna. Die erklären dir nochmal alles im Detail über Fumba Town. Ich freue mich auf dich. Bis Sansibar. Und naja, ansonsten auch ein Beratungsgespräch oder informier dich mal über unsere neue Plan B Masterclass. Bis bald. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.